In meinem letzten Video über den Ubelix 4 und dessen Ausbau habe ich einige Dinge gezeigt und das hat viele Fragen aufgeworfen, warum und wieso und weshalb ich es so entsprechend gemacht habe. Und da viele auch am Anfang in der Planung sich erstmal diese Fragen stellen, möchte ich hier einiges darstellen von meinen Überlegungen. Ich wollte ein Geländewohnmobil und nicht ein Wohnmobil, wo ich auch mal ein paar Meter ins Gelände fahren kann. Zuerst steht einmal der Kauf an. Ich hatte mich für ein Bundeswehrfahrzeug, einen Sanitätskraftwagen entschieden, weil er hatte den Turbomotor schon und das bedeutet, man konnte etwas Leistungssteigerung einbringen, hatte nur ungefähr 50.000 Kilometer, also ideal, um ihn als Geländewohnmobil umzubauen. Es ist festzustellen, dass die Fahrzeuge auch von der Bundeswehr, die Unimog 435 oder 1300L, in den letzten Jahren immer teurer werden. Viele Leute suchen ihn als Substanz und die meisten sind Saugdiesel. Ich muss ehrlich sagen, ich mag keinen Saugdiesel. Ich will Turbo und den habe ich. Man kann natürlich jetzt hingehen und einfach die Kabine ausbauen, aber ich bin 1,75 Meter und dann sieht das so aus. Ich muss immer den Kopf einziehen. Also habe ich mich entschlossen, wrack das Teil ab und baue eine komplette neue Konstruktion auf. Hier war die Überlegung dann, ich kann ihn so als LKW zulassen, habe ich auch, und die Kabine als Ladung aufsetzen. Oder wenn die Kabine drauf ist, kann ich auch ohne weiteres das gesamte Gefährt dann als Wohnmobil zulassen. Also beide Möglichkeiten sind mir hier gegeben. Nachdem ich den Ubelix 4 dann fertiggestellt hatte als Trägerfahrzeug, habe ich ihn gewogen. 4.800 Kilo Gesamtgewicht, noch 2.700 Kilo blieben also übrig für die Kabine und für Beladung. Damit kam ich prima aus, denn es stellte sich heraus, 6.460 Kilo war das Leergewicht plus Beladung 6,8. Somit liege ich 700 Kilo unter dem Höchstgewicht, was ich haben darf. Da stellt sich nun die nächste Frage. Welchen Aufbau der Kabine nehme ich vor? Kunststoff, Sandwich-Bauweise oder einen Stahlgitterrohrrahmen? Ich bevorzuge den Stahlgitterrohrrahmen aus dem Grund, weil ich es kann. Ich kann schweißen, ich kann das ganze Ding zuschneiden, ich kann es machen und ich finde es wesentlich stabiler. Nach meiner Berechnung sind ungefähr 80 Meter Vierkantrohr notwendig. Es ist natürlich hier die Frage, welche Stärke nehme ich? 30-30, 35-35, 40-40. Das 30-30 Rohr wiegt in 1 mm 1 Kilo. Das 35-35 1,7, das 40-40 wiegt bereits schon 2 Kilo. Und es ist ausreichend, wenn ich das 30-30 Rohr nehme, wie ich festgestellt habe, da ich mit der Isolierung zufrieden bin, die dabei rauskommt. Also verwende ich das 30-30 Rohr und es wiegt 80 Kilo für die Konstruktion, im Gegensatz zu 160, also 80 Kilo gespart. Auf das Vierkantrohr kommt von außen eine Beplankung, wie man es so schön nennt, aus Blech. Ich habe Aluminiumblech bevorzugt. Von innen setze ich eine Dachlatte drauf. Damit habe ich auf 30 mm plus 20 mm, 50 mm, die ich an Isolierung setzen kann. Ich will nicht nach Sibirien. Diese kann ich einfach dann auf das Vierkantrohr anschrauben und danach kann ich alles an dieser Dachlatte einfach mit Holzschrauben befestigen. Das Blech von außen würde in Stahlblech 350 Kilo wiegen für die gesamte Konstruktion. Nehme ich allerdings Aluminiumblech, dann habe ich nur 110 Kilo. Das sind mal wieder locker 240 Kilo gespart. Das Aluminiumblech habe ich geklebt und teilweise etwas genietet. Ich konnte jetzt die Isolierung einsetzen und man kann sie dann sehr schön hinter den Dachlatten festklemmen. Durch Ausschnitte, die ich bei den Dachlatten lasse, kann ich auch schön die Kabel verlegen, ohne dass ich irgendwas besonders ausschneiden muss an der Stahlkonstruktion. Dann kommt das 10 mm Sperrholz dort drauf. Insgesamt habe ich dann 50 mm und an für sich keine Kältebrücken, da alles mit Holz überdeckt nach außen ist. Warum diese abgeschrägte Konstruktion? Grund 1, es ist wesentlich stabiler. Wenn ich oben drüber laufe, es braucht keine Verstärkung. Grund 2, ich kann die Solarplatten seitlich anbringen und sie haben gutes Licht. Grund 3 ist, ich kann prima einfach hier die Decke einspannen. Ich brauche überhaupt nichts zu befestigen. Und ich habe Platz genug, am Rand brauche ich die Höhe nicht.
Hier sieht man jetzt einmal die Grundkonstruktion, die ich aus 30-30er und 60-30er an einigen Stellen verzinktem Stahlrohr gebaut habe. Hier sind dann so einige Punkte zu sehen, eine Übersicht über die Gitterrahmenkonstruktion. Unten in der Grundplatte sind praktisch vorne und hinten Vierkantrohre, in denen die Stützen reingeschoben werden, um die Kabine vom Fahrzeug zu heben. Geht relativ einfach, ist auch stabil. Dann haben wir noch die Auflage fürs Bett und leicht schauen diese Enden hervor. An diese Enden ist dann der Rollerträger befestigt. Der Rollerträger hat dadurch einen guten Halt und sitzt sehr fest. Der Rollerträger war dafür da, dass ich einen Roller mitnehmen kann, und das ist eine simple Konstruktion, die ich hier mal kurz zeige im Schnelldurchlauf. Es funktioniert. Die normale Sanitätskabine hat etwas mehr als 160 cm Innenstehhöhe. Da kann man schon nicht mehr von Stehhöhe sprechen für einen normalen Menschen, der mindestens 1,75 ist, so wie ich. Halte mich für normal. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wenn wir 20 cm dazugeben, dann haben wir 182. Das halte ich schon für eine vernünftige Höhe. 182, 190. Weil wir haben dann auch unter 3,30 Meter. Das ist normalerweise das Maß, was zählt, auch beim ADAC, wo noch ein Wohnmobil abgeholt werden kann. Also wäre die Höhe 182, so wie ich es mir vorgestellt habe, machbar. Nun geht es um die Länge. Nach Straßenverkehrsordnung sollte der Überhang nicht mehr als 60% des Achsabstandes sein. Der Überhang wird von Mitteachse gemessen bis außen. Achsabstand ist 3250 mm. Dann haben wir den normalen Überhang von 1320 mm. Nehmen wir jetzt von den 3250 mm 60%, dann kommen wir auf 1950 oder 195 cm. Das sollte man natürlich vorher mit dem TÜV absprechen, ob er das so akzeptiert. Ich habe mich dann für eine mögliche Verlängerung von 60 cm entschlossen. Damit lag ich noch einige Zentimeter darunter. Das war mit meiner Prüfstelle so abgestimmt. Würde ich den Überhang aber so kastenförmig lassen, würde es meinen Böschungswinkel enorm verändern. Aus dem Grund bin ich natürlich hingegangen und habe dieses angepasst, indem ich hinten eine Schräge eingesetzt habe. Jetzt ist der Böschungswinkel wieder so, wie er vorher war. Und die Geländefähigkeit des Fahrzeuges bleibt voll erhalten. Wie wir jetzt sehen, haben wir eine ganze Menge an Raum dazu gewonnen. Durch die Verlängerung und die Erhöhung erreichen wir auch ein viel größeres Volumen. Es sind fast 33%, die wir mehr an Volumen haben. Das bedeutet mehr Stauraum und mehr Fläche. Das kommt dazu. Wir haben jetzt eine Länge von 3,70 Meter. Gehe ich davon aus, hinten ein Festbett von 160, vorne eine Toilette, die für mich unabdingbar ist, ein kleiner separater Waschraum von 105 cm. Was mache ich dazwischen? Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einen Tisch zu setzen, aber dann muss ich auf dem Bett sitzen oder die zweite Person muss auf dem Bett sitzen. Ein Festbett nimmt einfach zu viel Raum weg. Aus dem Grund habe ich mich entschlossen, die hintere Sitzbank ausziehbar zu machen. Eine ausziehbare Bank. Ich habe also viel Platz zum Sitzen, einen schönen Tisch. Gegenüber sitzt meine Frau und wir können dort gemütlich sitzen. Dazwischen können wir einen Schrank setzen, sowie einen von außen zugänglichen Stauraum, wo Gasflaschen, Außenteppich und so weiter untergebracht werden. Es ist immer gut, wenn man von außen Sachen verstauen kann, denn es ist nicht gut, wenn man schmutzige Sachen immer reinschleppen muss. Über den Schrank oder über dem Stauraum von innen habe ich den Kühlschrank gesetzt, damit ich nicht immer so abtauchen muss, wenn ich die letzte Dose Bier suche. Zum Umbau schiebe ich den Tisch nach vorne und danach kann ich
das Bett ausziehen und habe dann eine große Fläche, die 160 cm ist als Schlafstätte. Das ist eine ganze Menge, da kommen wir prima mit aus. Wenn man die Oberschränke macht, sollte man immer bedenken, probiert es selber aus. Was braucht ihr an Platz nach oben? Es wird dort sehr viel Raum immer verschenkt. Der Mensch bückt sich nach vorne, um aufzustehen. Also könnte man den Schrank noch eine Idee größer machen. Wir haben zum Beispiel oben in dem Schrank immer das Bettzeug drin. Das ist eine ganze Menge Raum, die man normalerweise als Luftraum verschenkt. Das ist also sinnvoll, wirklich das zu probieren. Nehmt einen Karton oder auch sonst irgendwas und probiert es, welche Größen ihr braucht. Bei mir, wenn jemand kommt, der ist 5 cm größer als ich, er stößt schon oben an. Ich nicht. Es ist mein Auto. Es ist für mich konstruiert und gebaut. Die Wassertanks, die habe ich vom Bootsbau gekauft. Und zwar sind die mit Schrägen. Die passen hervorragend dort rein. Was ich in meinem Wohnmobil für unerlässlich halte, ist ein Durchgang nach vorne. Dafür nimmt man die Scheiben hinten raus, schneidet aus. Das ist so etwas Asymmetrisches, liegt bei mir daran, dass ich von innen die Verstärkungsbleche belassen habe. Oben braucht man in der Schulter etwas mehr Platz, unten weniger, also konnte ich das so etwas schräg machen. Die Rahmen müssen absolut gleich groß sein, das ist ganz wichtig. Sind die Rahmen nicht gleich groß, dann verformt sich der Faltenbalg beim Aufdrücken. Oben in der Ecke mache ich so eine 40 mm Radius Blechecke rein, dann lässt sich der Faltenbalg viel leichter darum führen. Man hat verschiedene Möglichkeiten, entweder ihn von außen aufzusetzen oder von innen. Von innen ist wesentlich einfacher. Manche schwören darauf, von außen würde er nicht abgehen. Geht er von innen auch nicht. Ich drücke ihn immer von innen auf und das funktioniert hervorragend. Der Faltenbalg hat rechts und links eine Art Kantenschutz angebaut mit federnden Blechklammern. Die klammern sich förmlich ans Blech. Da ist ein Blech von 1 bis 2 mm voll und ganz ausreichend. Es gibt den Faltenbalg in zwei Ausführungen. Einmal 100 mm gedrückt, was so 250 mm gezogen ergibt, ohne wirklich zu ziehen. Er lässt sich aber auch drücken bis auf 70. Und 120 mm gedrückt, 280 mm gezogen, das ist also der breitere. Auch er lässt sich drücken bis 70. Den Durchgang nach vorne verschließe ich mit einer Schiebetür. Sie ist platzsparend einzubauen, sie läuft auf Rollen, lässt sich von innen und außen verriegeln und nimmt einfach wenig Platz weg. Das ist also sehr praktisch, das Teil, staubdicht. Davor habe ich einen Tritt angebaut, da habe ich die beiden Batterien für das Bordnetz drin und man hat gleichzeitig eine schöne kleine Sitzgelegenheit. Beim Innenausbau möchte ich einfach mal erwähnen, wir haben also keine Schranktüren, wir haben nur Fächer mit vorne eine Blende vor. Dann haben wir Schubladen, die haben unten einen kleinen Dübel, wie man hier sehen kann. Die gleiten auf Laufschienen aus Holz, die haben eine Bohrung, daran versenken sie sich. Man braucht sie nur anzuheben und rauszunehmen. Sie springen auch nie raus und es gehen keine Beschläge kaputt. Praktisch, preiswert. So sieht es also alles aus, wenn es fertig ist. Der Kühlschrank ist nach oben gesetzt, damit wir uns nicht so sehr bücken müssen. Das haben wir ungern, wenn er auf dem Boden ist. Einen Fernseher, ab und zu langweilt man sich und dann kann man das machen. Eine kleine Klimaanlage, das war auch etwas Sinnvolles. Wir hoffen, sie ist gut. Wir haben sie noch nicht richtig probiert. Eine große Küchenarbeitsfläche, das gefiel uns. Das haben wir gedacht, das brauchen wir, denn wir kochen eben gerne. Das Bett, wie ihr hier seht, ist es mindestens dort geeignet, dass 4 Personen auf dieser Bank sitzen und eine Person gegenüber. Normalerweise sind wir nur zu zweit. Oben kommt unser Bettzeug rein. Links sind die Tellerablagen, alles ohne Türen, denn wir haben festgestellt, das ist gar nicht notwendig. Wenn man ein relativ dichtes Auto gebaut hat, dann hat man auch keinen Staub und Dreck drin. Das funktioniert dann ohne weiteres, ohne Türen. Türen reißen nur aus, gehen kaputt, werden aus Versehen offen gelassen, Scharniere reißen aus oder die Schnäpper halten nicht. Haben wir alles keine Probleme mit. Es ist ein einfacher Ausbau und ich glaube, es sieht doch gemütlich aus. Und unser kleines abschließbares Bad mit Dusche, WC,
Waschraum gefällt. Schauen wir uns jetzt noch ein paar Besonderheiten von außen an. Der Klapptisch. Wohin mit so einem großen Tisch? Also einfach außen an die Außenwand klappbar gemacht. Dann kommt da ein kleiner Fuß drin. Er ist an 3 Punkten in dem Moment aufgehangen. Normal setzen wir noch dahinter einen schönen Vorhang, damit wir nicht immer das große Rad sehen, wenn wir frühstücken. Wirkt dann alles direkt wesentlich gemütlicher und häuslicher hier. Der Sanitätskraftwagen der Bundeswehr hat serienmäßig eine pneumatische Treppe. Sie braucht fast keinen Platz. Sie passt genau über den Tank, klappt hoch und ist einfach zu bedienen. Beim Einstieg ins Fahrerhaus, der erste Tritt ist dort sehr hoch, fast über 50 cm. Ich habe einen Zusatztritt, der Klapper ist, gebaut. Den kann man dann unter den ersten Tritt schrauben. Und er ist, wie gesagt, Klapper, im Gelände kein Problem. 1, 2, 3, 4 und man ist oben. Wesentlich bequemer und angenehmer. Ein technisches Muss für den Unimog sind die Vorgelegeentlüftungen. Vorne und hinten gibt es sie. Vorne sind sie leichter zu montieren, hinten etwas schwieriger, weil da muss man das Vorgelege aufmachen, um da etwas zu versperren. Aber sie sind wichtig, denn sie verhindern, dass das Öl abwandert, und es sind nur 0,3 Liter vorne im Vorgelege, in die Vorderachse. Durch fehlendes Öl gehen die meisten Vorgelege kaputt. Ich werde immer wieder gefragt, was ist das für ein Rohr? Dort sind 6 Liter Wasser drin. Ganz praktisch, wenn man außen getankt hat oder sonst was. Schmutzige Finger, abwaschen, Tür aufmachen, da hängt mein Handtuch und fertig. Sicherlich gäbe es da noch einiges zu erklären, aber um ehrlich zu sein, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps bekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen hoch für uns macht. Irgendwann kommt wieder mal was Neues. Wenn ihr Fragen habt oder Technik, Faltenbälge braucht oder Vorgelegeentlüftungen, Tritte oder Treppen, alles das sind Sachen, die ich irgendwo haben wollte, aber die es nirgendwo zu kaufen gab und ich dann selber eben gebaut oder entwickelt habe. Habe eben einen Ersatzteildienst, das liegt daran. Normal arbeite ich nur für Zündab KS 750 und BMW R75. Tja, und irgendwann bin ich dann beim Unimog rausgekommen, weil wir ein Begleitfahrzeug für unsere Gespanne in der Wüste brauchten. Heute fahre ich mehr mit dem Unimog in der Wüste und das macht Spaß.